Ich möchte euch zu einer Challenge einladen und dabei gibt es auch etwas zu gewinnen. Servus zusammen, wie es ihr schon richtig gehört habt und auch in der Videobeschreibung gelesen habt. Ich möchte euch zu einer Challenge einladen, und zwar zu einer Painting Challenge, und es wird dann am Ende für einen von euch auch noch etwas zu gewinnen geben. Grundsätzlich, was war der Gedanke dahinter, beziehungsweise worum geht es? Es soll um Kings of War gehen, also den Aufbau einer Kings of War Armee, das aber nicht komplett auf die 2000 Punkte oder 2300 Punkte, die man so häufig spielt, sondern Ausgangspunkt war das Erscheinen des neuen Red Books, das jetzt für Kings of War erschienen ist, quasi das neue abgedatete Regelbuch. Das habe ich vor ein paar Tagen bekommen. Dort sind die Ambush-Regeln drinnen, die mir sehr gut gefallen, und im Zuge dessen möchte auch ich meine Kings of War Sachen weiter aufbauen und habe mir da gedacht, ich mache da jetzt eine Challenge daraus. Denn es bietet sich hier in diesem Zusammenhang eben an, über einen Zeitraum von mehreren Monaten jedes Monat 250 Punkte an Truppen aufzubauen, um dann am Ende eine fertige 1000 Punkte Armee zu haben. Und der zweite Punkt, wieso ich das jetzt mache, ist dann auch, dass wir uns ungefähr bei 250 Abonnenten jetzt da bewegen. Und ich habe mir da einfach gedacht, diese beiden Elemente passen ganz gut zusammen. 250 Abonnenten ungefähr und 250 Punkte in der Challenge pro Monat. Und daher diese Challenge jetzt da. Wie wird die Challenge jetzt da ablaufen? Grundsätzlich in 5 Schritten bzw. in 5 Phasen. In der ersten Phase, die startet quasi jetzt, sobald das Video online geht, bis Ende des Jahres 2022. Bis dorthin habt ihr Zeit, euch zu überlegen, welche Armee wollt ihr im Zuge der Challenge aufbauen. Ihr müsst euch hier natürlich nicht etwas Neues kaufen, sondern es geht darum, in erster Linie Figuren zu bemalen. Daher diese erste Phase ist quasi eine Setup-Phase, nenne ich es jetzt mal. Dort könnt ihr euch eure Armee aussuchen oder eben eine bestehende Armee hernehmen, die ihr bereits habt, wo aber noch Figuren unbemalt sind. Und dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Die findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung unten mit einem Bild dieser Armee bzw. der Sachen, die ihr quasi machen möchtet. In dem Bild bitte noch dazu schreiben, irgendwo Kings of War Challenge. Das Ganze dann eben ersichtlich ist, dass ihr das Foto jetzt gemacht habt, und dann im Betreff auch bitte reinschreiben Kings of War Challenge 2023, damit ich eure E-Mails dann zuordnen kann. Und es wäre noch ganz toll, wenn ihr eben dann euren YouTube-Namen noch in der E-Mail dabei habt, und damit ich da die Verbindung habe zwischen der E-Mail und dem YouTube-Konto. Und dann mit dem Jahreswechsel werden wir dann die Painting Challenge selbst starten, und da geht es dann darum, jedes Monat quasi 250 Punkte aufzubauen, beziehungsweise die Armee um jeweils 250 Punkte zu erweitern. Das bedeutet, im ersten Monat müssen 250 Punkte bemalt sein, im zweiten Monat 500 Punkte, dann 750 und zum Abschluss die 1000 Punkte. Ihr könnt hier natürlich auch variieren, wenn jetzt jemand bereits im ersten Monat 300 Punkte bemalt, weil er eine Einheit plus einen Charakter bemalt, die dann auf dementsprechende Punkte kommen, ist das natürlich auch vollkommen okay. Nur es sollte immer am Ende jedes Monats das Ziel von 250, 500 und 750 Punkten erreicht sein. Das ist das Minimum, und dann am Ende des letzten Monats habt ihr dann ein bisschen mehr Spielraum. Da ist es maximal notwendig, 980 Punkte zu haben an Einheiten. Denn dadurch sollt ihr nicht nur eine spielbare Armee bekommen, sondern auch die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Artefakte und Zaubersprüche dann zu variieren, um da eure Armee natürlich auch testen zu können. Daher nochmal gesagt, in den ersten 3 Monaten jeweils ist es notwendig, die volle Minimalzahl von 250, 500 und 750 Punkten zu erreichen,
und am Ende muss eine Armee von 1000 Punkten stehen mit einem Minimalwert von 980 Punkten an Truppen, die dann bemalt sein müssen. Und ich möchte eure Armeen hier natürlich auf dem Kanal auch ein bisschen zeigen. Ich möchte dann auch, dass ihr mir dann für jedes Monat eine weitere E-Mail schickt, wenn ihr dann fertig seid, wieder mit dem gleichen Konzept. Diesmal aber die fertige Armee bzw. die neuen Truppen, die dazugekommen sind, die bemalt wurden in diesem Monat, wieder unter dem gleichen Betreff mit Kings of War Challenge 2023. Und es wird dann aber jedes Monat noch so ein Losungsboard mehr oder weniger geben, das ihr dann von mir bekommt, das ihr dann in das Bild jeweils mit rein gebt, damit man dann erkennen könnt und weiß, dass das Ganze eben in diesem Monat bemalt worden ist. Und ich möchte eure Armeen hier natürlich auf dem Kanal dann auch ein bisschen präsentieren. Daher wird dann jedes Monat ein Video kommen mit euren bemalten Armeen, die ihr dann fertiggestellt habt, beziehungsweise neuen Einheiten, die ihr hinzugefügt habt. Daher eben auch die Idee, dass ihr mit jedes Monat dann diese E-Mails dann natürlich auch schickt, die mit dem Losungswort natürlich auch notwendig sind. Aber auch das war der ursprüngliche Gedanke dahinter, um da einfach das Ganze auch ein bisschen zu zeigen in Form eines Videos, was ihr so alles fertiggestellt habt. Und jetzt ist es schon gefallen, das Thema Losungswort. Dazu wird es auf meiner Webseite, die ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt, einen Blog-Eintrag jedes Monat geben, wo dann das neue Losungswort für das jeweilige Monat stehen wird, das ihr einfach wieder bei eurem Bild hinzugebt, damit man weiß, dass das eben in diesem Monat bemalt worden ist. Weil das ist, glaube ich, die bessere Lösung. Zuerst wollte ich es hier im Kommentar der Dia-Show quasi machen, wenn ich eure Armeen präsentiere, aber das wird nicht immer zum Ende des Monats, sondern eher zum Anfang des neuen Monats passieren und da verliert ihr dann ein paar Tage, wo ihr quasi an der Challenge zwar arbeiten könnt, aber wenn jemand schon sehr schnell malt, nichts abgeben kann, weil er das Losungswort noch nicht hat. Daher habe ich mir dann das Ganze so überlegt mit diesem Blog-Eintrag, wo ihr dann die Losungswörter findet, denn die Webseite ist ja ohnehin schon vorhanden. Ein wichtiger Punkt fehlt jetzt aber noch, und zwar, wie könnt ihr jetzt eigentlich was gewinnen? Denn ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass es auch im Zuge der Challenge etwas zu gewinnen gibt. Natürlich, Gewinn Nummer 1 ist klarerweise, ihr habt dann am Ende eine fertige 1000-Punkte-Armee, die bemalt ist, die spielfertig ist. Das allein ist auch für mich noch kein Grund gewesen, das Ganze zu machen. Aber es gibt dann tatsächlich auch noch was wirklich zu gewinnen, und zwar möchte ich das Ganze als Startpunkt betrachten, um eine neue Armee quasi anzufangen, und von dort aus sollt ihr dann die Möglichkeit haben, auch weiter aufzubauen. Daher werde ich am Ende der Challenge für einen von den Leuten, die bis zum Ende durchgehalten haben und jedes Monat ihre Einsendung gemacht haben für die Challenge und das Ganze dann auch zum Ende gebracht haben, werde ich eine Mega Army Box für Kings of War verlosen. Das kann eine Mega Army Box sein zu der Armee, die ihr gerade im Zuge der Challenge aufgebaut habt, kann aber auch eine komplett andere Mega Army Box sein. Das bleibt dann dem Gewinner überlassen. Da werden wir uns dann kurz schließen und ich werde das dann rausschicken. Einzige Bedingung, die ich hier nur ein bisschen stelle, ist, dass der Artikel auch verfügbar sein muss. Also ich werde den Gewinn nicht bei Mantic ordern, sondern definitiv hier bei uns lokaler quasi schauen, beziehungsweise im Falle eines Gewinns in Deutschland, dass ich bei einem deutschen Shop das ordern werde, und da ist es natürlich notwendig, dass der Artikel lieferbar ist, zumindest zu einem gewissen Grad. Wir können da ein bisschen zuwarten, aber monatelang zuwarten werde ich nicht, bis dann der Artikel, den ihr wollt, wirklich lagernd ist, sondern da beschränke ich mich dann beim Gewinn ein bisschen darauf, was gerade verfügbar ist. Ein kurzer Einspieler aus der Edit-Ecke. Eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen, denn ich möchte natürlich mit dieser Challenge auch hier ein wenig weiter die Community aufbauen, vor allem weil ich auch gesehen habe, dass durchaus Kings of War euch interessiert. Daher solltet ihr bitte den YouTube-Kanal abonnieren und eure Abo-Einstellungen auch auf öffentlich gestellt haben. Das könnt ihr in euren YouTube-Einstellungen
vornehmen, ist aber nur notwendig für die Auslosung zum Schluss. Das heißt, wenn jemand das nicht machen möchte, es reicht auch natürlich, wenn ihr das nur zum Schluss dann macht zur Auslosung. Das werde ich dann nochmal Bescheid geben, wenn wir fertig sind, damit ihr das dann umstellen könnt im Fall des Falles. Aber bitte, ihr müsst eben den Kanal abonniert haben und auch da die Abo-Einstellungen auf öffentlich gestellt haben, um dann an der Verlosung der Mega Army Box teilzunehmen. Denn nur so kann ich bei meinem YouTube-Kanal auch sehen, wer den YouTube-Kanal dann auch abonniert hat. Anderenfalls erscheint ihr nämlich nicht in meiner Abo-Liste. Und jetzt noch, wer kann überhaupt mitmachen bei der Challenge? Grundsätzlich jeder, der in der EU zu Hause ist und auch in der Schweiz. Also dieser Bereich ist von meiner Seite hier mit eingebunden. Ihr könnt alle teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, worum geht es? Wir bauen im Zuge der Challenge in den nächsten gut 5 Monaten eine 1000 Punkte Kings of War Armee auf. Im ersten Monat bzw. bis Ende des Jahres in der ersten Phase könnt ihr eure Armeen zusammenbauen und grundieren, um das Ganze mal vorzubereiten. Im Fall des Falles auch noch was kaufen, falls ihr noch was braucht. Und dann ab Januar 2023 starten wir die Bemal-Challenge selbst, wo dann jedes Monat ein Schwellwert zu erreichen ist. Mit dem ersten Monat 250 Punkte, dann 500 Punkte im dritten Monat, 750 Punkte und im vierten Monat dann die fertige 1000 Punkte Armee, die dann jeweils bemalt sein muss bis zum Ende des Monats. Wobei in den ersten 3 Monaten müsst ihr diesen Schwellwert jeweils erreichen und im letzten Monat reicht es eben aus, 980 Punkte fertig zu haben. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch Lust hat, an der Challenge teilzunehmen. Ihr werdet auch noch einmal die Informationen in der Videobeschreibung finden, wie die Challenge ablaufen wird. Ich habe kürzlich auch mal ein Video zu Mantic bzw. generell auch ein bisschen dem neuen Regelbuch gemacht und das findet ihr hier jetzt. Da braucht ihr nur draufklicken und dann könnt ihr euch dieses Video gerne als nächstes ansehen.